Irgendwann war ich am Marmarameer an den Dardanellen angekommen und nahm die Fähre nach Europa. In Gelibolu eine Pause und dort in der Einkaufsstraße an einem Korb voller Knoblauch eine nette Erinnerung an meine Reise vor 3 Jahren. Der Knoblauch war aus Nordanatolien, aus der Knoblauchgegend Taschköprü. Nach Gelibolu war die türkisch-griechische Grenze bei Uppsala noch ca. 100 Kilometer entfernt. Bei der letzten Reise gab es vor dem Grenzübergang eine kilometerlange Schlange und diesmal war ich etwas angespannt. Wie wird es? Und sieh mal da war nur ein Auto vor mir. Kurze Zeit später war ich in Griechenland. Ich fuhr weiter, diesmal nach Westen und hauptsächlich auf der Autobahn. Ich wollte die Stadt Trikala erreichen. Dort war ein Treffen geplant. Nachdem ich die letzten Wochen ausschließlich schönes Wetter hatte, ausgenommen Rila-Gebirge in Bulgarien, kündigten sich jetzt in der Ferne die ersten Regenwolken an. Im Südosten gibt es viele streunende Hunde. Meine Faustformel ist, je weiter im Osten, desto größer sind sie. An einem Autobahnparkplatz in Griechenland gab es ein ganzes Rudel davon. Ich denke so circa 15. Von der Größe her würde ich die Hunde schon in der oberen Mittelklasse einordnen. Angesichts der Größe des Rudels verspürte ich großen Respekt und einen noch größeren Wunsch zu verschwinden. Vor allem, als einer von ihnen direkt neben mir stand. Er war allerdings ganz friedlich, beschnupperte mich kurz und als er sah, dass er durch die Kontaktaufnahme kein Futter zu erwarten hatte, spazierte er davon. Erleichtert fuhr ich weiter. Auch die Maut in Griechenland ist eine Geschichte für sich. Gefühlt alle paar Kilometer eine Mautstelle. An einigen herrschte meditationsartige Entspannung. Am Ende der Strecke von etwas mehr als 300 Kilometer besaß ich eine stattliche Sammlung von Belegen. Trikala ist eigentlich kein ausgesprochenes Touristenziel in Griechenland. 2019 hatte ich bei meiner Rückreise aus Georgien während einer Pause Lefteris kennengelernt. Ich war auf der Strecke nach Igoumenitsa, wollte zur Fähre nach Italien und er hatte damals als Motorradfahrender Tavernenbesitzer seinen Ruhetag benutzt, um eine Motorradrunde zu drehen. Damals, gerade vor der Pause, machte ich eine unangenehme Begegnung mit griechischen Hirtenhunden und musste meine Nerven beruhigen. Lefteris seinerseits musste vermutlich seinen durch den Kurvenspaß angestiegenen
Adrenalinspiegel mit einer Zigarette senken. So trafen wir aufeinander und fuhren ein Stück zusammen. Ich hatte ordentlich Mühe, ihm zu folgen. Dabei ist Lefteris ein ganz ruhiger und netter Zeitgenosse, wie ich bei meinem Besuch in Trikala erfahren habe. So, Lefteris, we're like kings here. Die Wolken, die ich bei der Anfahrt nach Trikala bereits gesehen hatte, haben tatsächlich Regen gebracht. Und das war dann der Blick aus Lefteris Taverne. Und das ist Lefteris. Gemütlich saßen wir beim Bier und Wein und dann gegen Abend, als die ersten Gäste da waren, verschwand er in die Küche. Das Essen, das dann kam, war für mich alleine bestimmt. Gavros. Vegetables from my garden. Calamari, potato salad, cheese salad, gypsy beans, sardine, mushroom, catfish and zucchini on the aubergine with tzatziki. So simple. Fantastic. Trikala hat, ähnlich wie Münster in Deutschland, sehr viele Fahrräder. Viele davon sind alt und schön. Außer Fahrrädern gibt es in Trikala eine Festung aus der byzantinischen Zeit. Sie liegt auf einem Hügel und von dort hat man einen schönen Blick auf die Stadt. In der Festung ein Glockenturm, den die Osmanen erbaut hatten, und auch viele Schildkröten. Ein großer Teil der Festung liegt im Innern, leider hinter verschlossenen Toren. Die 24 Felsenklöster und Einsiedeleien von Meteora befinden sich nur einen Katzensprung von Trikala entfernt, keine 30 Kilometer. Das Wetter nicht sehr einladend und trotzdem sehr viele Besucher. Es war ein Donnerstag, als ich dort war. Alle Parkplätze waren voll, so dass ich mich fragte, wie mag es an einem Wochenende und bei richtig schönem Wetter sein.
Am letzten Morgen traf ich Lefteris in der Fußgängerzone, die gefühlt sehr wenige Läden und sehr viele Cafés hat, auf einen gemeinsamen Kaffee. Und dann war es Zeit, Trikala und Griechenland hinter mir zu lassen. Ich war unterwegs nach Norden, Richtung Nordmazedonien. Mein Ziel war der Ohridsee, ein großer See, den sich Nordmazedonien und Albanien teilen. Die Strecke führte bei sehr schönem Wetter und wenig Verkehr über Teile des Ferno-Gebirge, das sich im Nordwesten Griechenlands befindet. Die Fahrt ein Genuss. Dann war ich an der Grenze. Dort gab es eine nicht alltägliche Begegnung. Zwischen der Pass- und Zollkontrolle spazierten 3 auf dem Asphalt pickende Pfauen und kreuzten meinen Weg. Ein kleiner Streuner, der ein paar Meter weiter gemütlich dalag, sah seine Freunde durch mich bedroht, sprang auf und bellte mich wild an. Der Zöllner hatte das Ganze beobachtet und winkte mich durch. Er wollte mich wohl vom bellenden Unglück erlösen. Hey! Noch in meiner Schulzeit habe ich gelernt, Nordmazedonien ist ein Tabakproduzent. Und siehe da, bei meiner ersten Pause, gleich nach der Grenze, war neben der Straße eine kleine Tabaktrocknungsanlage. Das Laster Rauchen habe ich zum Glück seit langer Zeit nicht mehr. Der Anblick der trocknenden Tabakblätter ließ mich kalt und ich fuhr weiter. Kurz vorm Ziel noch eine Einkehr zum Essen und am Abend war ich in Ohrid. Während der ganzen Reise habe ich mich in der Nacht nie zudecken müssen, so warm war es die ganze Zeit. In Ohrid aber schon. Schließlich liegt die Stadt am Ohridsee auf einer Höhe von über 700 Höhenmetern und die 2 Nächte, die ich dort verbracht habe, waren ordentlich kalt. Der See soll der älteste See Europas sein und liegt zwischen Nordmazedonien und Albanien. Die geschichtsträchtige Altstadt liegt an den Hügeln am Seeufer und vermittelt eine idyllische Atmosphäre. Sehr viele Kulturdenkmäler, die meisten davon Sakralbauten, reihen sich aneinander. Enge und steile Gassen führen an alten Häusern vorbei. Manche von ihnen
Vor allem die repräsentativeren sind aufwendig restauriert, manch andere doch sehr reparaturbedürftig. Reparaturbedürftig sehen auch manche Elektroinstallationen aus. Das alltägliche Leben scheint locker zu sein. Auch mitten am Tag wird ersichtlich viel und laut gefeiert. Die Fußgängerzone im Zentrum der Stadt ist laut und lebendig. Religionsausübung auf der einen und dem Lasterfrönen auf der anderen Seite. Der Grat kann manchmal recht schmal sein. Als Kind war ich in den 70ern bei einer Familienurlaubsreise schon einmal am Ohridsee. Viele Jahre später, als ich schon in Deutschland lebte, erstand ich in der Ulmer Stadtbücherei ein aussortiertes Buch über Jugoslawien aus den 60ern. Auf der Titelseite war ein wunderschönes Bild, eine kleine Kirche über einem See. Und nun war ich da. Die Kirche ist dem Apostel Johannes gewidmet. An dessen Grab in Ephesus, ca. 1200 Kilometer entfernt, war ich weniger als 2 Wochen davor. Nach Ohrid war es Zeit, die Rückreise fortzusetzen. Es waren noch über 1.500 Kilometer bis nach Hause und unterwegs wollte ich noch ein paar Besuche machen. Zuerst meine Cousine und ihre Familie, die zu der Zeit am Vlasina See im Südosten Serbiens waren. Das Treffen herzlich und ähnlich wie in Trikala. Es gab keine Chance, irgendeinen Schritt in Richtung gesund, wenig und bewusst Essen zu machen. Unmengen von leckerem Essen. Am nächsten Morgen verließ ich meine Cousine und ihren Mann in Richtung Belgrad. Ciao. Nachdem ich Nordmazedonien verlassen hatte, war es ersichtlich, dass ich mich in einer anderen Klimazone befinde. Die Vegetation wurde viel grüner und üppiger. In Belgrad dann, übrigens wie bei der Hinfahrt, ein Treffen mit meinem Vater und meinem Bruder. Nach 2 Tagen in Belgrad fuhr ich weiter, diesmal im Regen, nach Bosnien-Herzegowina in meine Heimatstadt Banja Luka. Irgendwann, während der Fahrt nach der serbisch-kroatischen Grenze, klarte es auf. Ich verließ die Autobahn und fuhr kurz durch die Straßendörfer Slawoniens. In den meisten dieser Dörfer sieht man vereinzelt immer noch
zerstörte Häuser als traurige Mahnmäler des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien. Und in Banja Luka gab es entspannte Treffen mit einigen Freunden und Verwandten. Mein letzter Besuch in der Stadt lag schon 5 Jahre zurück. Nun blieb mir nur noch die Fahrt nach Deutschland übrig. Meine Überlegung war, noch einen kurzen Abstecher an die Adria in Kroatien zu machen oder doch lieber den direkten Weg zu nehmen. Die Entscheidung wurde mir genommen, als ich nach einem Stopp in Banja Luka einen Ölfleck unterm Hinterrad meines Motorrads bemerkte. Also doch der direkte Weg. Das Bild an der bosnisch-kroatischen Grenze machte klar, dass ich nach Westen reise. Die bellenden Streunerhunde sind deutlich kleiner geworden. Und dann musste ich erkennen, dass jede Reise irgendwann zu ihrem Ende kommt. Bei mir hat das Motorrad die Rolle des Erkenntnisüberbringers übernommen, leider etwas mehr als 800 Kilometer zu verfügen. Vom Hinterrad tauchten kurz nacheinander Schleifgeräusche auf, dann Geräusche, die darauf hindeuteten, dass irgendetwas zermahlen wurde. Ich kam zum Stehen, hinten lief das Öl raus und ans Weiterfahren war nicht mehr zu denken. Und dann das Abschleppen durch den ADAC. Das Motorrad blieb in der Werkstatt vom Abschleppunternehmen und ich setzte die Reise mit einem Mietauto fort. Ein paar Wochen später fuhr ich wieder nach Kroatien, um das Motorrad abzuholen. Der Rücktransport durch den ADAC hätte ansonsten lange auf sich warten lassen. Weitere Wochen später war es an der Zeit, meine Freizeit in der Garage zu verbringen und dem Schaden an den Leib zu rücken. Am 5.11. nach einer kurzen und erfolgreichen Probefahrt war meine Türkei-Reise, die ich trotz dem jämmerlichen Ende total genossen habe, endgültig vorbei. Alles gut? Ja.